Hallo, grüß euch und herzlich willkommen zur heutigen Webinaraufzeichnung rund um die Themen der Finanzverwaltung bzw. Vereinsbuchhaltung und auch zum Thema der Mitgliedsbeiträge und Mitgliedschaften. Denn passend zum Jahresabschluss bzw. zum Jahresstart haben wir uns wieder gedacht, zeichnen wir einmal die neuesten Funktionen der Finanzverwaltung und Mitgliedsbeiträge auf und zeigen euch so, wie ihr diese einfach im Verein anwenden könnt, beziehungsweise wie euch diese beiden Funktionsbereiche auch in der Vereinsverwaltung weiterhelfen können. Dann hätte ich gesagt, starten wir auch gleich los. Beginnen möchte ich mit einer kurzen Vorstellung der Finanzverwaltung ganz allgemein. Also man sieht schon hier auf der Webseite, was unsere Finanzverwaltung alles kann. Man hat auch hier das aktuelle Webinar noch einmal verlinkt. Hier auch den Überblick, wie man ein Kassenbuch führen kann, wie man die Bankdaten hinterlegt bzw. die Banksynchronisation durchführt, wie der Buchungsbereich aufgebaut ist, also all das, was die Zahlungsflüsse sind, die in eure Finanzverwaltung hineingeladen werden, wie ihr Rechnungen einsehen und verwalten könnt, also nicht nur Belege zu den Buchungen abspeichern, sondern eben auch Rechnungen schreiben bzw. Spenden ausstellen, das sind alles Funktionen. Zur Bankschnittstelle selbst habe ich schon ein bisschen was gesagt. Und natürlich auch, wie ihr das Ganze auf die einzelnen Sektionen bzw. Abteilungen aufteilen könnt, damit eben jeder Verantwortliche seinen Bereich auch sauber verwalten kann. Und abschließend natürlich dann auch, wie ihr auf Basis eurer Finanzverwaltung dann bequem und einfach Finanzberichte je nach Berichtkategorie, also Einnahmen, Ausgaben oder Überschussrechnung, Umsatzsteuerbericht, sonstige Berichte auf Basis der Konten, Projekte, Kategorien, wie ihr eben diese Finanzberichte einfach rausfahren könnt, um zum Jahresabschluss und der Mitgliederversammlung bzw. für die Entlastung des Vorstandes die saubere Finanzdaten abgelegt zu haben. Gleiches Thema bei den Mitgliedsbeiträgen, auch das werden wir uns heute anschauen. Also wie werden Mitgliedsbeiträge erfasst, also die Mitgliedschaften, die Mitgliedsbeiträge, unterschiedliche Beitragsarten bzw. Tarife, wie sich diese auch über die Periode hin verlängern, individuelle Mitgliedsbeiträge, Einmalmitgliedsbeiträge, auch da direkt an den Bezahlstatus anzusehen, die generierten Mitgliedsbeitragsdokumente, all das sind Bereiche, die wir uns heute gemeinsam anschauen werden. Und damit wir da jetzt gar nicht zu viel Zeit verlieren, hätte ich gesagt, starten wir auch gleich in den Vereinsplaner rein. Eine Sache vorweg, es gibt natürlich all das, was ich euch heute jetzt das Video zeige, in unserem Hilfebereich unter Mitgliedsbeiträge bzw. Finanzverwaltung eben auch noch einmal als Anleitungen sauber aufbereitet zum Nachlesen. Also auch hier findet ihr dann alle Informationen, die ihr zusätzlich noch benötigt und vor allem Detailwissen. Dann starten wir los. Wir starten mit dem kleineren der beiden Bereiche, das ist in dem Fall jetzt das Thema der Mitgliedsbeiträge. Hier sieht man schon einen von mir aufbereiteten Verein mit mehreren Abteilungen, Sektionen, Sparten, wie man das auch immer nennen möchte, mit unterschiedlichen Gruppen. Ich bin jetzt natürlich der Administrator bzw. eben der Finanzbeauftragte des gesamten Vereins und zeige euch jetzt, wie die Funktionen aufgebaut sind. Das, was ich euch jetzt als Gesamtvereinssicht zeige, könnte natürlich auch eine Stufe drunter in den einzelnen Sektionen wiederum mit einzelnen Berechtigungen für den Sektions- bzw. Abteilungskassier so durchführen, wie das ganze Thema rund um die Mitgliederverwaltung bzw. auch das Vergeben von Berechtigungen aussieht. Das haben wir euch im Helpcenter auch verlinkt, beziehungsweise da gibt es auch ein eigenes Webinar dazu, beziehungsweise eine eigene Aufzeichnung dazu, wie ihr eben die Mitgliederverwaltung von Null auf aufbauen könnt, inklusive der Berechtigungen und alles, was dazugehört. Heute soll es eben bewusst, um das Ganze kompakt zu halten, nur um die Finanzverwaltung selbst gehen. Und hier sieht man dann auch schon meine Mitglieder beziehungsweise auch mit ihren offenen Mitgliedsbeiträgen, was fällig ist, beziehungsweise Mitglieder, die auch alle Beiträge bereits bezahlt haben. Und das Ganze baut man jetzt folgendermaßen auf. Also im Bereich der Mitgliederverwaltung gibt es eben die Mitglieder bzw. Mitgliedsbeiträge. Die Mitgliedschaften selbst sind im Bereich der Mitglieder hinterlegt, kann hier Mitgliedschaften verwalten,
hat hier sämtliche Möglichkeiten, wie Mitgliedschaften aufgebaut sind, also von jährlichen Mitgliedschaften, die immer zum 1.1. starten, bis hin zu Einmalbeiträgen, Monatsbeiträgen, Quartalsbeiträgen ist alles möglich. Eine neue Mitgliedschaft könnt ihr folgendermaßen anlegen, eben über neue Mitgliedschaft hinzufügen. Sag hier Aktivmitglied erwachsen. Wähle eine Kategorie aus, das ist in dem Fall eine Aktivmitgliedschaft. Wähle dann hier meinen Mitgliedsbeitrag aus. In dem Fall sage ich, ich möchte einen jährlichen Mitgliedsbeitrag. Kann hier eine Zahlungsart hinterlegen, Überweisung, SEPA, Lastschrift, Barzahlung. Wähle den Betrag aus und sage, wann der starten soll. In dem Fall sagen wir, für 2025 ist dieser Betrag gültig. Wähle vielleicht auch, wenn ich es gleich weiß, schon aus, wie lang dieser Betrag, also dieser Tarif gültig ist. In dem Fall jetzt genau ein Jahr. Sag speichern. Und jetzt ist hier meine Aktivmitgliedschaft angelegt. Ich kann jetzt auch gleich schon wieder einen neuen Tarif für das kommende Jahr, das heißt 1.2026 anlegen. Da weiß ich noch nicht, wie lange dieser gültig ist. Sag erstellen, weil die Tarife sind so aufgebaut, dass diese Mitgliedschaften, wenn sie den Mitgliedern zugewiesen sind, sich jeweils daran orientieren, was zum aktuellen Datum der Mitgliedschaft, also wenn diese startet beim jeweiligen Mitglied, was für ein Tarif hinterlegt ist und dieser kommt dann auch zu tragen. Zum Beispiel für die 2025 Mitgliedschaft sind das die 100 Euro und im kommenden Jahr sind das die 120 Euro. So ist das Ganze auch aufgebaut und somit müsst ihr, wenn sich ein Tarif ändert, diesen nur zentral in der Mitgliedschaft bearbeiten und nicht bei jedem einzelnen Mitglied selbst. So ist es jetzt aufgebaut und jetzt können wir auch schon einen Schritt weitergehen, denn wir können dann die Mitglieder auf Basis unterschiedlicher Kriterien, zum Beispiel auf Basis des Geburtstags oder auf Basis der Gruppenaktivitäten, filtern, sortieren und haben dann über diese Massenaktion hier die Möglichkeit, dass wir die Mitglieder entweder einzeln auswählen oder gesamtheitlich auswählen und können dann in dieser Massenaktion die Mitgliedschaft zuordnen, wählen diese Aktivmitgliedschaft erwachsen aus, ist ein jährlicher Tarif und beginnen soll der bei diesen ausgewählten Mitgliedern ab 1.1.2025. Wenn das Datum der Vorschreibung, also des generierten Mitgliedsbeitrags, abweicht, dann könnt ihr hier ein gesondertes Datum auswählen, sprich die Mitgliedschaft beginnt vielleicht ab 1.1. Der Mitgliedsbeitrag wird aber erst ab 1.3. fällig. Man muss aber aufpassen, wenn man das auswählt. Das heißt auch, dass im neuen Jahr, also im nächsten Jahr, auch wieder der Mitgliedsbeitrag ab 1.3. fällig wird, weil natürlich das Intervall ist jährlich. Das heißt, jedes Jahr zum selben Datum verlängert sich dieser Mitgliedsbeitrag. Aber nur, dass ihr das auch wisst, wie ihr das einstellen könnt. Und könnt hier noch einmal unterscheiden, ob vielleicht diese Mitglieder das Ganze per SEPA Abbucher gezahlt werden soll. Und ihr könnt auch auswählen, ob ihr diese Mitgliedsbeiträge fortlaufend, also beginnend mit diesem ersten Beitrag, der jetzt generiert wird, aber auch fortlaufend automatisch an die Mitglieder gesendet wird. Muss man nicht. Ich zeige euch nachher und auch nochmal ganz kurz, man kann natürlich auch manuell an viele Mitglieder, also über diese Massenaktion, kann man dann auch die Mitgliedschaften bzw. die offenen Mitgliedsbeiträge an diese Mitglieder aussenden. Also ihr müsst das nicht machen, aber ist natürlich eine Möglichkeit, das Ganze zu automatisieren. Da sieht man schon, der aktuell gültige Tarif ist in dem Fall der mit 100 Euro, weil der mit die 120 Euro beginnt erst nächstes Jahr. Und man kann da jetzt noch hinzufügen, dass man sagt, naja, es gibt jetzt da noch zusätzlich einen Zusatzbetrag für diese Personen, nämlich eine 20 Euro Anmeldegebühr und somit wird die eben dann angewendet, entweder nur auf den ersten Mitgliedsbeitrag oder auf alle Mitgliedsbeiträge, das heißt die 20 Euro werden fortlaufend übernommen oder erst ab dem zweiten, das heißt in jedem Mitgliedsbeitrag, nur nicht am ersten. Und das Ganze ist nicht nur als Zusatzbetrag, sondern auch als Rabatt möglich, das heißt nicht 20 Euro dazu, sondern 20 Euro weg. In dem Fall sage ich nur auf den ersten Beitrag, sage OK und dann sage ich Aktion durchführen. Und somit wird jetzt dieser Mitgliedsbeitrag bei diesen 24 Personen angewendet und ist dann dort auch hinterlegt in dieser einzelnen Person oder in diesen Personen.
Jetzt wechseln wir vielleicht bewusst auf die Mitgliedsbeitragsübersicht. Das heißt, man kann hier einen Schnellwechsel durchführen. Das ist in Wahrheit das, was da unter den Mitgliedern ist, gibt es auch Mitgliedsbeiträge. Und hier sieht man auf Basis der Filterkriterien, in dem Fall sind es alle offenen Beiträge, aber ich kann mir auch alle gezahlten Beiträge und so weiter anzeigen lassen, was die unterschiedlichen Mitglieder da jetzt für Beiträge offen haben. Und da sieht man jetzt schon, diese Aktivmitgliedschaft erwachsen, zum Beispiel bei diesen beiden Personen, ist da schon hinterlegt. Und wie schaut das Ganze jetzt aus? Ich öffne dieses Dokument und das Ganze wird jetzt da automatisch generiert. Und hier sieht man schon, sind alle Informationen zum Mitgliedsbeitrag, zur Mitgliedschaft plus die Anmeldegebühr und daraus ergibt sich der Gesamtbetrag von 120 Euro. Weil wir bei diesen Mitgliedern ausgewählt haben, diese Rechnung wird per SEPA Lastschrift vom angegebenen Bankkonto eingezogen, bitte nicht manuell überweisen. Das hat mit der Zahlungsart, die wir hinterlegt haben, zu tun. Aber so seht ihr auch die Mitgliedsvorschreibungen bzw. die generierten Mitgliedsbeiträge als Dokument. Das passiert alles automatisch und ihr könnt jetzt zum Beispiel sagen, okay, ich möchte diese offenen Mitgliedschaften oder ich mache es anders, ich wähle jetzt hier eine Mitgliedschaft aus. In dem Fall sage ich nur die Erwachsenenmitgliedschaft, Filter anwenden. So, jetzt sehen wir, jetzt sind es nur mehr diese eine Mitgliedschaft und diese Mitgliedschaft, die ist ja jetzt für 24 Personen generiert worden, die kann ich jetzt gesammelt versenden an alle 24 Personen, sage Aktion durchführen und jetzt bekommen die Personen diesen Mitgliedsbeitrag ausgesendet, dieses Dokument. Aber auch, ich kann sagen, ich möchte daraus jetzt einen SEPA-Datenträger generieren, das heißt Mitgliedsbeitrag erwachsen, heißt dieser Datenträger, habe da meine Daten hinterlegt und kann dieses XML generieren oder auch nicht. In dem Fall fehlen wir jetzt bei ein paar Personen die hinterlegten Bankdaten, aber wenn das alles sauber geführt ist, dann könnt ihr da direkt draus auch den Datenträger generieren, den ihr wiederum bei der Bank einspielen könnt und somit könnt ihr einen SEPA-Lastschrifteinzug für alle Personen machen. Und dann ist es ganz einfach, wenn die Personen dann bezahlt haben, dann geht ihr hierher, sagt Bezahlstatus setzen, ja, ich möchte 24 Mitglieder auf bezahlt setzen, sagt durchführen und somit ist jetzt diese Mitgliedschaft, wenn man es jetzt so filtert, ist alles auf bezahlt und somit könnt ihr da jetzt einfache Mitgliedsbeiträge sauber verwalten. Eine Person kann natürlich auch mehrere Mitgliedschaften zugewiesen haben, also das muss jetzt nicht mit einer limitiert sein. Wir haben auch noch Informationen zu Familienmitgliedschaften im Hilfecenter, das heißt auch da kann man das Ganze nachlesen. Aber grundsätzlich ist das jetzt auch der Aufbau von den Mitgliedsbeiträgen bzw. Mitgliedschaften. Sonstige Funktionen rund um Exporte bzw. auch unter den Aktionen seht ihr da noch Möglichkeiten, zum Beispiel diese Beitragsvorlage, die könnt ihr individuell gestalten mit eben QR-Code und so weiter. Das wird auch laufend erweitert, der Verwendungszweck kann hier gesetzt werden und ihr könnt euch dann einen Vorschau anschauen. Also so ist das Ganze aufgebaut und so könnt ihr das Ganze eben verwenden. Gut, dann hätte ich gesagt, starten wir in den zweiten Bereich dieses Webinars, nämlich in die Finanzverwaltung selbst. Auch hier wieder, ihr könnt oben über Vereine verwalten und dann auf Finanzen gehen, beziehungsweise all das, was ich euch jetzt in der Finanzverwaltung auf der obersten Vereinsebene zeige, das könnt ihr natürlich auch in einer abgekapselten Version für die einzelnen Sektionen und Sparten verwenden, dass eben die einzelne Sektion, zum Beispiel in dem Fall Fußball, ihre Finanzen eigenständig verwalten kann und diese Finanzen dann mit den Vereinsfinanzen synchronisiert wird oder zu den Vereinsfinanzen gespielt wird, hinaufgespielt wird und gleichzeitig eben dann jede Sektion für sich die Finanzen verwalten kann, im Verein alles zusammenkommt, aber die unterschiedlichen Sektionen natürlich jeweils nur von der eigenen Sektion die Finanzen sehen. Wir bleiben in der Vereinsebene und hier sieht man schon, wie das Ganze aufgebaut ist. Das heißt, es gibt diesen Finanzbereich, das ist dieser Übersichtsbereich, das ist hier. Dann gibt es einen Buchungsbereich und einen Rechnungs- bzw. Spendenbereich. Der Finanzbereich zeigt euch die unterschiedlichen Konten an, beziehungsweise hier gibt es eine Barkasse, dann gibt es ein Raiffeisenkonto, dann gibt es ein Spendenkonto
Und jedes Konto für sich ist ein einzelner Bereich, wo wiederum Buchungen drinnen enthalten sind. Buchungen können entweder manuell hinzugefügt werden, wie zum Beispiel bei einer Handkasse, wenn man dieses Kassabuch führt mit Eingang- und Ausgangsrechnungen bzw. Transfers. Man sieht schon, hier ist die Barkasse ausgewählt, gibt hier die Daten ein dieser Buchung, kann auch diesen Bereich von ideeller Bereich über Vermögensbereich, Zweckbetrieb und wirtschaftlicher Betrieb hinzugefügt werden, bis hin zu den Kostenstellen, die man auch selber definieren kann und wo man das Ganze auch hinzufügt. Also auch da hat man sehr viele Möglichkeiten, Projektierungen durchzuführen bzw. Kategorisierungen. Das ist jetzt dieses klassische Anlegen der Buchungen, beziehungsweise man kann es auch importieren über eine Excel. Oder man kann auch sein Bankkonto verbinden. Das heißt, man hat hier die Möglichkeit, dass man direkt mit Bank verbindet und dann kann man nämlich auch in dem Fall über einen Partner von uns hier direkt das Bankkonto verbinden. In dem Fall zum Beispiel die Raiffeisen Landesbank und sage hier Girokonto verbinden, wähle auswählen und dann könnt ihr direkt über die Anmeldung, ihr werdet weitergeleitet zur Anmeldung eurer Bank und dann könnt ihr direkt über diese Anmeldung auch dieses Bankkonto verknüpfen, sprich dadurch werden die Buchungen automatisch hineingeladen und ihr braucht eigentlich nur mehr die Rechnungen und die Belege zum Beispiel mit dem Smartphone abfotografieren und direkt zu den Buchungen hinzufügen. Also so ist das Ganze auch aufgebaut. Und man kann da jetzt hin und her wechseln zwischen unterschiedlichen Konten oder eben auch dann direkt zwischen den Bereichen wechseln. Also jetzt gehen wir zum Beispiel da direkt in den Buchungsbereich und da sieht man dann eine Auflistung aller Buchungen. Wenn man zum Beispiel da jetzt auch eine Meldung hat mit 18 offenen Rechnungen, dann hat es damit zu tun, dass zum Beispiel eine Rechnung, die man abgespeichert hat, noch nicht verbucht ist oder umgekehrt. Es gibt eine Buchung, aber zu dieser Buchung ist noch keine Rechnung abgelegt. Weil es geht ja immer darum, dass man zum einen den Zahlungsfluss, den Eingang bzw. den Geldausgang erfasst, gleichzeitig auch den Zahlungsnachweis, also die Rechnung, den Beleg zur jeweiligen Buchung auch mit abspeichert. Und wenn man das sauber macht, hat man am Ende vom Jahr dann alle Buchungen mit allen Rechnungen verknüpft, kann das exportieren bzw. daraus dann auch die Finanzberichte generieren. Also auch das ist ganz einfach. Man kann dann hier schauen, okay, da ist eine Rechnung, die ist noch nicht verbucht, dann wird unser System überprüfen, ob es da jetzt eine passende zugehörige Buchung gibt. Man kann sich das dann anschauen und kann sagen, ja, das ist die zugehörige Buchung. Gesamtbetrag verbinden und dann wird diese Rechnung verbunden mit dieser Buchung und somit ist es sauber miteinander verknüpft und dann hat man jetzt statt 18 offenen Rechnungen oder Spenden nur mehr 17 und so ist das Ganze dann auch aufgebaut. Es gibt auch hier wieder viele Möglichkeiten über zusätzliche Aktionen von den eben Vereinskonten verwalten, Kostenstellen, Finanzeinstellungen, Finanzberichte. Nur, dass ihr das auch gesehen habt, dass da noch deutlich mehr Möglichkeiten gibt. Und jetzt wechseln wir in den letzten Bereich der Rechnungen. Und da drin sieht man jetzt eben alle abgelegten Rechnungen. Das können manuell erfasste Rechnungen sein, also eine Einkaufs- oder eine Verkaufsrechnung. Wenn ich gerade irgendwo bin und da eine Rechnung bekomme, dass ich die direkt erfasse, also auch mit dem Smartphone ein Foto mache, da dazu ablege, die wichtigsten Informationen eintrage. Es kann aber so weit gehen, dass ihr auch direkt aus dem Vereinsbanner raus eine Rechnung stellen könnt, also sowohl E-Rechnungen als auch eine normale Rechnung und dann könnt ihr da aus einer Rechnungsvorlage wählen, könnt hier zum Beispiel auch den Rechnungsempfänger eintragen, habt hier dann die Möglichkeit, die Rechnungsnummer fortlaufend zu aktivieren, da 7 Tage Zahlungsziel, da schreibe ich ja Sponsoring, Paket, wähle aus, Sponsoring Gold, ein Stück, 800 Euro, 20% Umsatzsteuer, 10% Rabatt. Und dann könnt ihr euch das schauen, wie das Ganze generiert wird. Das Ganze schaut dann so aus, also das ist jetzt der Entwurf. Und diese Rechnung wird automatisch erstellt und könnt ihr dann eben an die betroffene Person aussenden. Zum Beispiel jetzt, ich mache das jetzt, festschreiben, dann sage ich da direkt
versenden, kopieren, mich versenden, hinterlegte E-Mail-Adresse ist schon da und sage verstanden und versende das Ganze. Genau. Somit ist das auch eine Möglichkeit, wie ihr direkt aus dem Vereinsplan heraus Rechnungen erstellen könnt und diese versenden könnt. Also eine komplette Rechnungslegungsfunktion ist da auch mit inkludiert. Und das gleiche wie bei den Rechnungen gibt es auch für die Spenden. Das heißt, auch hier habt ihr die Möglichkeit, dass ihr direkt Spendenbescheinigungen erstellt. Könnt auch hier wieder auswählen, entweder von den Mitgliedern aus eurer Mitgliederverwaltung oder individuell angelegte Kontakte. Also man sieht da auch hier, das ist ein selbst erstellter Kontakt. Diese Kontakte kommen aus der Mitgliederverwaltung. Aber jetzt wähle ich diesen Kontakt aus, wird automatisch eingefügt. Auch da wieder ein Zahlungsziel, kann es wählen zwischen Sachspende, Geldspende und Dienstleistungsspende und sagt dann da den Verwendungszweck Spende 300 Euro und kann das Ganze eben dann auch wieder hier mir in einer Vorschau generieren lassen. Das schaut dann jetzt so aus und kann dann das auch wiederum festschreiben bzw. an die Person direkt übermitteln. So, jetzt haben wir relativ viel von den Funktionen der Finanzverwaltung gesehen. Wenn man das jetzt übers Jahr hinweg sauber durchführt, dann kann man am Ende vom Jahr eben, wie schon gesagt, für die Entlastung des Vorstandes die Finanzberichte nutzen. Das heißt, wir gehen da wieder in diese Übersichtsseite, gehen hierher auf Finanzberichte und kann mir dann unterschiedliche Berichttypen ausgeben lassen. Ich wähle jetzt zum Beispiel mal den Ausgabenrechnung oder Einnahmenüberschussrechnung in Deutschland aus. Wähle hier einen Zeitraum aus und sage generieren. Und jetzt sieht man schon, jetzt wird mir automatisch auf Basis meiner Eingaben hier ein Finanzbericht generiert mit allen inhaltlichen Komponenten, die erforderlich sind. Man sieht auch sofort, was alles abgeschlossen ist, beziehungsweise wo noch etwas offen ist. Das heißt, da ist noch irgendetwas nicht hundertprozentig verbucht. Und auf Basis dessen habt ihr jetzt wirklich mit wenigen Klicks, und da müsst ihr euch einfach ein bisschen durchklicken, welche eure Lieblingsberichte sind, beziehungsweise wir haben auch einen Hilfecenter-Beitrag zu der Beschreibung der unterschiedlichen Berichte drinnen. Also ihr seht schon von Konten, Finanzbericht nach Konten, Kategorien, Spendenbericht, Kostenstellen, Saldenliste, Projektberichte, Umsatzsteuerbericht, Buchungsbericht mit allen Anhängen, also die Buchungen samt aller Rechnungen exportiert. Da haben wir eigentlich alles drinnen und es könnt ihr auch so nutzen. Natürlich ist das angepasst zwischen Österreich, Deutschland, Schweiz, dass das einfach auch alles passt, auch dass da die richtigen Daten hinterlegt sind. Und so könnt ihr das eben sehr vollumfänglich nutzen, dass ihr am Schluss vom Jahr eine vollständige Finanzverwaltung habt, die wiederum eben die Basis für die gesamte Abrechnung auch und die Entlastung des Vorstandes gilt. Was wird es jetzt an Weiterentwicklungen noch geben? Zum einen werden wir hier auch in der Finanzverwaltung noch zusätzliche Statistiken, Graphen und Übersichten einfügen, damit man da auch ein besseres Bild der Zuflüsse und Abflüsse des Geldes auch auf einen Blick hat. Zum anderen wird es eine Verknüpfung zwischen der Finanzverwaltung und den Mitgliedsbeiträgen geben, dass wenn Mitgliedsbeiträge gezahlt werden und das direkt über die Bankschnittstelle reinkommt, dass man dann auch automatisch diese auf bezahlt setzen kann. Es wird eine Funktion kommen zum Zahlen von Mitgliedsbeiträgen oder Rechnungen direkt. Das heißt, ein Zahlungslink wird generiert und man kann direkt beim Aussenden der Rechnung auch direkt die Zahlungsaufforderung, den Zahlungslink auch mitsenden, damit man auch sofort diese Schuld begleichen kann. Und es wird natürlich viele kleinere Funktionen rund um Massenaktionen beziehungsweise eben auch, wie man es da sieht, Massenaktionen beziehungsweise auch Filter, Sortierungen, Übersichtlichkeit und so weiter hinzukommen. Das heißt, es ist ja in einer ständigen Weiterentwicklung. Der Vereinsplaner entwickelt sich gerade jetzt im Abschlussquartal und im ersten Quartal auch maßgeblich im Bereich der Finanzen noch weiter. Und somit kommen da laufend auch neue Funktionalitäten hinzu.
Abschließend möchte ich jetzt eine kleine Zusammenfassung geben, was wir uns eben da jetzt heute gemeinsam angeschaut haben. Und all das, wenn Fragen aufkommen, bitte jederzeit bei uns unter support@vereinsbanner.at melden oder eben im Hilfecenter nachschauen. Wir haben uns angeschaut, wie der Bereich der Mitgliedsbeiträge aufgebaut ist und wie man das Ganze auch nutzen kann für den eigenen Verein, dass eben die Mitgliedsbeiträge automatisch auch rausgehen können, an die Mitglieder automatisch erfasst werden. Man sieht sofort, wer hat bezahlt, wer hat nicht bezahlt. Man kann das Ganze auch da auf bezahlt setzen, manuell, dass man das auch dann im Überblick behält. Man kann SEPA-Einzüge durchführen. Man kann aber auch die Mitglieder das rausschicken, dass sie das selber überweisen. Wir haben uns angeschaut, wie in der Finanzverwaltung der Aufbau ist, wie die unterschiedlichen Bereiche zwischen Finanzbereich, Buchungsbereich und Rechnungsbereich aufgebaut ist, wie man das Ganze nutzen kann, eben bis hin dann zur Rechnungslegung und Spendenerstellung, beziehungsweise zum Abschluss auch, wie die Finanzberichte genutzt werden können. Ich hoffe, für euch waren diese knapp 27 Minuten sehr informativ. Ich wünsche euch viel Erfolg und ein gutes Gelingen für den Jahresabschluss 2025 bzw. Jahresstart 2026. Bei Fragen, wie gesagt, jederzeit gerne bei uns melden und ich freue mich, wenn viele Vereine mit diesen Funktionen rund um die Finanzverwaltung, Vereinsbuchhaltung, Mitgliedsbeiträge und Mitgliedschaften sehr viel Freude haben und bedanke mich, dass ihr da dabei wart und das Video auch jetzt anschaut und wünsche euch alles Gute. Ciao!